Herzlich willkommen bei Kauf das. In diesem Video geht es um das Dell Notebook Inspiron 15 7506 2 in 1. Es gehört zur 7000er Serie, die im Herbst 2020 vorgestellt wurde. 7000er Serie bedeutet, dass dieses Notebook ein Aluminiumgehäuse hat. 2 in 1 bedeutet, dass es sich um ein Convertible handelt, das heißt Notebook und Tablet in einem Gerät. Die Verarbeitung dieses Notebooks ist gut und fühlt sich dank des Aluminiumgehäuses wertig an. Das Gewicht beträgt 1,8 Kilogramm, was ich ein bisschen zu viel finde. Das 15,6 Zoll große blickwinkelstabile Hochglanz-Touch-Display löst in Full HD auf bzw. es enthält 142 Pixel pro Zoll. Zudem deckt es 100% des sRGB-Farbraums ab und erreicht eine Leuchtdichte von maximal 300 Candela pro Quadratmeter bzw. 300 Nits. Für Standardaufgaben wie Texte schreiben, Videos schauen und Spiele spielen reicht das Display meiner Meinung nach vollkommen aus. Ein Feature, das ich gleich zu Beginn vorstellen möchte, ist das selbstständige Einschalten des Notebooks, wenn es aufgeklappt wird. Das einhändige Aufklappen funktioniert leider nicht. Ein Sensor erkennt jetzt, dass das Notebook aufgeklappt wurde und schaltet das Notebook ein. Falls diese Funktion nicht gewünscht ist, kann es im BIOS ausgeschaltet werden. Das Besondere an diesem Notebook ist, dass es wie ein Tablet benutzt werden kann. Dazu wird das Notebook so umgeklappt. Ab dann ist die Tastatur bis auf den Ein- und Ausschaltknopf gesperrt. Der Touchscreen reagiert präzise und schnell. Es ist möglich, mit einem Stift darauf zu schreiben, dass das Microsoft Pen Protokoll 1.5 unterstützt. Hier zum Beispiel mit dem Dell Active Pen PN350M. Für Notizen und kurze Texte erfüllt es seine Aufgaben gut, aber an das Schreibgefühl eines iPads mit Apple Pencil kommt es nicht heran. Eine Sache, die mich beim Schreiben stört, ist, dass der Touchscreen etwas nachgibt, wenn die Hand drauf liegt. Sorgen, dass der Touchscreen brechen oder sich verbiegen könnte, mache ich mir aber keine. Was mir noch am Tablet-Design nicht gefällt, ist, dass es etwas klobig und schwer ist. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass in vertikaler Ausrichtung ein besonders gutes Leseerlebnis entsteht, da so die Texte zum Beispiel auf Nachrichtenseiten mit einer erstaunlichen Übersicht gelesen werden können. Hier ist ein Vergleich zum 12,9 Zoll großen iPad Pro zu sehen. Das Touchpad dieses Notebooks ist sehr gut. Es lässt sich mit sehr wenig Druck präzise bedienen. Die Oberfläche ist leicht rau, was mir bei der Bedienung gefällt, und Fingerabdrücke sind bei diesem Touchpad nicht sichtbar. An der Tastatur gefällt mir, dass die Tasten einen angenehmen Druckpunkt haben und dass sie beim Tippen nicht so laut sind. Außerdem gibt es eine Hintergrundbeleuchtung mit 2 Helligkeitsstufen. Mit der F5-Taste wird die erste Helligkeitsstufe aktiviert. Nochmal F5 bedeutet zweite Helligkeitsstufe und beim dritten Mal F5 wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Es gibt zudem einen Fingerabdrucksensor im Powerknopf integriert, um sich ohne Passwort anzumelden. Das funktioniert leider nicht immer beim ersten Versuch, weshalb ich mich lieber mit einem Kennwort anmelde. Kommen wir zu den Anschlüssen. Auf der linken Seite befinden sich Strom, HDMI, USB-A und Thunderbolt 4 Anschluss. Thunderbolt 4 dient unter anderem dazu, dieses Notebook mit Strom zu versorgen oder um externe Geräte wie zum Beispiel ein Smartphone mit 15 Watt aufzuladen. Außerdem können darüber Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen werden. Um dieses Notebook während der Nutzung über Thunderbolt 4 mit Strom zu versorgen, sollten mindestens 65 Watt vorhanden sein, damit der Notebook-Akku während der Nutzung nicht an Ladung verliert. Ich nutze zum Beispiel meinen Monitor mit USB-C Power Delivery, um dieses Notebook mit Strom zu versorgen. Das Schöne hierbei ist, dass ich dann nur ein Kabel benötige, um Strom und Bild zu übertragen. Mein Schreibtisch wirkt dadurch sehr aufgeräumt. #CleanDesk. Auf der rechten Seite befinden sich Kopfhörer und USB-A-Anschluss
sowie ein SD-Kartenslot. Dass es insgesamt 2 USB-A-Anschlüsse gibt, finde ich gut, aber ein zweiter Thunderbolt 4-Anschluss wäre schön gewesen. Denn falls das Notebook darüber aufgeladen wird, ist der einzige Thunderbolt 4-Anschluss blockiert. Jetzt tauchen wir etwas tiefer in die technischen Details ein. Beginnen wir mit dem Prozessor. Einem Intel i7-1165G7 der 11. Generation mit einer integrierten Intel Iris Xe Grafikkarte. Der Prozessor arbeitet, wie ich finde, sehr gut und auch die integrierte Grafikkarte macht einen guten Job. Es ist genug Power vorhanden, um zum Beispiel 4K-Videos zu schneiden oder neueste Videospiele zu spielen. Vielleicht nicht in der höchsten Auflösungsstufe, aber dafür ist dieser Prozessor auch nicht gemacht. Der Prozessor ist vielmehr ein Allrounder mit ausreichend Power für unterschiedlichste Anwendungen. Und um diese Power etwas greifbarer zu machen, wurden Tests mit Cinebench R23 durchgeführt. Das Ergebnis nach einem 10-minütigen Test lautet Single-Core durchschnittlich 1350 Punkte und Multicore durchschnittlich 5200 Punkte. Es wurden auch mehrere Cinebench-Tests hintereinander durchgeführt, um Thermal Throttling zu identifizieren. Beim Single-Core-Test ist kein Thermal Throttling aufgetreten, aber beim Multicore-Test wurde es festgestellt. Und das liegt daran, dass unter dem Notebook ein Wärmestau entsteht, wenn aufwendige Prozesse für eine längere Zeit ausgeführt werden. Die Wärme kann dann nicht so gut abgeführt werden, wodurch der Prozessor seine Leistung drosselt bzw. throttelt, um beim englischen Begriff zu bleiben. Da ich mein Notebook überwiegend mit einem Monitor verbinde, kann ich einen Wärmestau vermeiden, indem ich mein Notebook senkrecht aufstelle. Wer diese oder eine ähnliche Möglichkeit nicht hat, muss bei lang andauernden, anspruchsvollen Prozessen etwas Leistung einbüßen. In Cinebench-Punkten würde die Leistungseinbuße so aussehen. Diese Grafik zeigt die erzielten Benchmark-Punkte in Abhängigkeit der Zeit. Es ist zu erkennen, dass in den ersten 30 Minuten die Punktzahl fällt und danach bei ca. 4750 Punkten sich einpendelt. Das bedeutet ca. 10% Leistungsverlust, aber das nur bei lang andauernden, anspruchsvollen Prozessen. Und ob ein anspruchsvoller Prozess läuft, ist auch an den Lüftergeräuschen zu hören. Bei Volllast beträgt die Lautstärke ca. 46 Dezibel. Falls nur im Internet gesurft oder an Textprogrammen gearbeitet wird, ist der Lüfter entweder komplett aus oder arbeitet sehr leise, das heißt ca. 33 Dezibel. Die Geräuscheentwicklung kann außerdem in der Dell Power Manager App etwas beeinflusst werden. Dazu wird unter Temperaturverwaltung die Option Ruhig ausgewählt. Dadurch geht der Lüfter noch seltener an, wobei Leistungsverluste und höhere Temperaturen auftreten können. Aber davon habe ich nichts bemerkt. Weitere technische Details lauten 16 GB DDR4 RAM und eine 512 GB NVMe SSD mit 32 GB Intel Optane Speicher. Der 32 GB Intel Optane Speicher basiert auf der 3D Crosspoint Technologie. Er speichert automatisch die meistgenutzten Datenanwendungen, um so die Zugriffszeiten zu verkürzen. Zum Thema kabellose Datenübertragung sind Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 mit an Bord. Die Webcam löst in HD auf und ist ausreichend für Videotelefonate. Diese Aufnahme hier wurde mit der Webcam bei Tageslicht gemacht. Und diese Webcam-Aufnahme jetzt wurde bei Raumlicht gemacht. Zudem ist ein integrierter Kameraverschluss vorhanden. So ist immer sichergestellt, dass die Kamera nur dann etwas zeigt, wenn es vom Nutzer auch gewünscht ist. Links und rechts neben der Kamera befinden sich 2 Mikrofone. Eine Aufnahme mit dem Notebook-Mikrofon hört sich beispielsweise so an. Die Aufnahmen sind gut zu verstehen, aber das leichte Rauschen im Hintergrund finde ich etwas störend. Die Lautsprecher befinden sich auf der Rückseite. Sie hören sich sehr klar an und sind auch laut. Beim Musikhören werdet ihr aber nicht viel Spaß haben, da wirklich kein Bass vorhanden ist. Das finde ich sehr schade, da mein altes Dell Notebook einen besseren Sound hatte. Es ist mittlerweile schon 10 Jahre alt, aber es hatte einen sehr guten Sound, da auch ein Subwoofer integriert war. Und soweit ich weiß, gibt es das nicht mehr. Auch nicht bei den neueren XPS-Modellen. Hier hört ihr aber mal den Unterschied, damit ihr wisst, was ich meine. Am besten mit Kopfhörern. Dann gibt es noch den 53 Wattstunden Akku. Die Laufzeit hängt wie bei jedem Akku von der Nutzung ab.
Bei Office-Anwendungen, Internetrecherche und ab und zu Videos schauen sollten ca. 5 bis 6 Stunden drin sein. Bei Volllast sind ca. 1,5 Stunden Laufzeit realistisch. Jetzt wird die Rückseite des Notebooks aufgemacht, um zu sehen, wie es darunter aussieht. Dazu sind 9 Schrauben zu lösen. Zunächst sticht einem der Akku ins Auge, der mit 5 Schrauben gesichert ist. Wenn die Schrauben gelöst werden, ist ein Austausch sehr einfach möglich. Weiter rechts befindet sich unter der silbernen Metallabdeckung die 512 GB SSD mit 32 GB Intel Optane Speicher. Durch Lösen von 2 Schrauben ist der Austausch auch hier möglich. Oben rechts befinden sich 2 Steckplätze für die austauschbaren RAM-Module. Gleich links daneben ist der Prozessor unter der schwarzen metallischen Abdeckung. Noch weiter links ist das Wi-Fi und Bluetooth-Modul zu sehen. Daneben befindet sich unübersehbar der Lüfter. Von mir geht hier an Dell ein sehr großes Lob raus, da Komponenten wie der Akku, die SSD oder der Arbeitsspeicher mit geringem Aufwand ausgetauscht bzw. erweitert werden können. Der Preis dieser Konfiguration liegt aktuell bei 1049 €. Meiner Meinung nach ist der Preis ein kleines bisschen zu hoch angelegt. Wobei ich anmerken möchte, dass ich durch einen Rabattcode nur ca. 900 € bezahlen musste. Kommen wir zum Pro- und Contra-Vergleich. Auf der Pro-Seite haben wir die gute Verarbeitung und das schöne Design, den leistungsstarken Prozessor mit integrierter Grafikkarte, den unkomplizierten Austausch von RAM, SSD und Akku, den Touchscreen und die Anschlussmöglichkeiten bzw. Konnektivität, wobei ein zweiter Thunderbolt 4 Anschluss nicht schlecht wäre. Auf der Contra-Seite haben wir, wie ich finde, eine etwas geringe Akkulaufzeit, den unhandlichen Tablet-Modus, die Lautsprecher und das hohe Gewicht von 1,8 Kilogramm. Alles in allem gefällt mir dieses Notebook. Ich nutze es oft zusammen mit meinem USB-C-Monitor, dazu gibt es auch ein eigenes Video, welches jetzt eingeblendet werden sollte oder alternativ in der Videobeschreibung zu finden ist. Es macht seinen Job gut und ist insgesamt ein tolles Allrounder-Notebook. Aber auch mobil wird dieses Notebook hin und wieder genutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war der Dell Inspiron 157506 2 in 1. Hierbei kauft das, bis zum nächsten Mal.